Die ersten Sonnenstrahlen blinzeln durch das Bullauge in unsere Kabine. Ein herrlicher Tag bricht an und wir begrüßen euch mit einem Grüezi, Servus und Hallo. Wir sind gespannt, was wir alles auf Korsika sehen und erleben werden und freuen uns, dass ihr mit uns dabei seid. Am Horizont ist bereits Korsika zu erkennen und es dauert auch nicht lange, bis wir in Bastia anlegen und von Bord der Fähre fahren. Die heutige Etappe führt uns von Bastia Richtung Norden. Wir umrunden die Halbinsel Cap Corse und steuern danach das Landesinnere an, vorbei an den vielen kleinen Dörfern wie Spelcanto, Pigna, Zila oder Calenzana. Unser Nachtlager werden wir dann in der Küstenstadt Galvi aufschlagen. Kaum haben wir Bastia hinter uns gelassen, nehmen wir die Küstenstraße D80 entlang der eher flacheren Küste mit dem tiefblauen Meer und ihren zahlreichen türkisblauen Badebuchten und halten uns Richtung Norden. Das Cap Corse ist 40 Kilometer lang und zwischen 10 und 15 Kilometer breit. Oft wird sie als das Korsika in Miniatur bezeichnet. Hier einen kleinen Tipp: Umrundet das Cap Corse, wenn möglich, im Gegenuhrzeigersinn. So habt ihr das Meer immer auf der rechten Seite. Es gibt Momente, da entscheide ich mich, trotz besseren Wissens, gegen das Navi und fahre einfach nach Gefühl. Manchmal passt es, manchmal nicht. In diesem Fall endet die Straße zwar vor dem Leuchtturm von Cap Corse, der Zugang zu diesem ist aber leider gesperrt. Dies mussten wir auch bei zahlreichen anderen Leuchttürmen feststellen. Mehrheitlich sind sie umzäunt und der Zugang ist verboten. Unweit des Leuchtturms, am nördlichsten Zipfel des Cap Corse, liegt das Dörfchen Dolare mit seinem wunderschönen kleinen Strand. Von hier erblickt man die kleine Insel della Ciralea mit dem alten genuesischen Turm aus dem Jahre 1584 und dem neueren, der 1848 erbaut wurde. Nach einer kleinen Pause setzen wir unsere Fahrt fort. Ein letzter Blick auf die kleine Insel, um kurz darauf durch das kleine Fischerdörfchen Bargaccio zu fahren.
Auf dem Weg zur Westseite des Cap Corse überqueren wir den 361 Meter hohen Col de la Serra. Hier auf der Westseite ist die Küste steiler und zerklüfteter. Oft fährt man hoch über dem Meer und blickt tief hinunter auf die Küste. Das kleine Dorf Nonza gehört zu den bekannteren Dörfern am Cap Corse. Es liegt 150 Meter praktisch senkrecht über dem Meer und wird vom Turm von Nonza bewacht. Bereits im 12. Jahrhundert stand hier eine Burg, die 1489 von den Genuesern zerstört wurde. Der aktuelle Turm selbst wurde ab 1760 erbaut. Wir verlassen den Cap Corse und wenden uns der Balagne, ein fruchtbares und hügeliges Gebiet zwischen der Küste und dem Bergland. Verstreut in den Hügeln des Vorgebirges befinden sich einige kleine und noch sehr authentische korsische Bergdörfer, wie zum Beispiel Spelcanto, Sant'Antonino, Pigna, Aregno und viele mehr. Die Balagne kann man aufgrund seiner Topographie gut in zwei Teile gliedern. Einerseits der östliche Teil mit dem Hauptort Île-Rousse und andererseits der Westen mit Calvi als Hauptstadt. Die beiden Gebiete werden von einem Hügelzug getrennt. Wir erreichen das kleine Küstendorf Curbara, welches zwischen der Île-Rousse und Calvi liegt. Von hier aus nehmen wir die D151 und fahren zurück ins Landesinnere und machen dabei einen Abstecher nach Sant'Antonino. In der Ferne erkennt man schon unser heutiges Ziel, Calvi. Es dauert auch nicht lange und wir erreichen die kleine Küstenstadt, wo wir unser Hotel beziehen und nach einer kleinen Erfrischung in Form eines lokalen Bieres die Stadt besichtigen. Schon von weitem ist die auf einem Granitvorsprung erbaute Zitadelle mit der Oberstadt zu sehen. Vor dem großen Platz am Eingang der Festung steht ein Denkmal, welches Christoph Kolumbus gewidmet ist. Der Legende nach soll er in Calvi geboren sein. Jedoch streiten sich bis heute diverse Historiker über den wahren Geburtsort Kolumbus. Die Zitadelle erkundet man am besten bei einem Rundgang entlang der alten Befestigungsmauern. Diese bieten einen grandiosen Ausblick auf die Unterstadt und den Golf von Calvi. Das lebhafte Zentrum von Calvi bildet jedoch die Unterstadt. Der geschäftige Yachthafen ist einer der größten und beliebtesten in Korsika.
Die unzähligen Cafés und Restaurants entlang der Hafenpromenade laden zum Verweilen ein, während in den winkligen, kleinen Gassen der Unterstadt Souvenirläden und Boutiquen die Urlauber anlocken. Ebenfalls einen Besuch wert ist die rosafarbene Kuppelkirche Saint-Marie-Majeur im Zentrum. Und so beschließen wir unser erster Tag in Korsika und freuen uns auf die kommenden Tage. Gut ausgeschlafen und nach einem ausgiebigen Frühstück verlassen wir kurz nach 9 Uhr Calvi. Heute werden wir hauptsächlich der Straße D81 Richtung Süden folgen, mit dem Ziel Ajaccio. Geplant sind auch 2 kurze Abstecher ins Landesinnere. Kurz nach Calvi, der D81B folgend, liegt eine kleine Halbinsel. Diese kann bis zum Leuchtturm Revellata befahren werden. Der Weg ist jedoch nicht asphaltiert, also etwas für Offroad-Freunde. Nachdem wir nun eine Weile der D81 gefolgt sind, nehmen wir die kleine Straße D351 und fahren ins Valle di Fango. Der Fango ist einer der bekanntesten und beliebtesten Badeflüsse Korsika. Von der Ponte Vecchio bis hoch nach Manso findet man entlang des Flusses zahlreiche wunderschöne Badebecken. Sollte jemand eine Abkühlung benötigen, Motorradklamotten ausziehen und hinein ins kühle Nass springen. Wir fahren das Valle di Fango zurück und biegen wieder in die D81 ein. Dieser folgen wir bis zum Col de Palmarella, ein kleiner 408 Meter hoher Pass.
Was nun folgt, ist einer der schönsten Strecken, die wir in Korsika befahren haben. Die knapp 65 Kilometer lange Strecke vom Col de Palmarella über die Plage de Porto bis nach Gargese führt zum Teil entlang der Steilküste. Rechts geht es zum Teil Dutzende von Meter steil ins Meer runter, links türmen sich hohe, schroffe Felswände. Bei der Plage de Porto machen wir einen kleinen Abstecher ins Landesinnere, fahren am kleinen Dorf Ota vorbei bis zur Gorge de la Spelunca. Von dort geht es auf der gegenüberliegenden Talseite zurück zur D81. Südlich der Plage de Porto erreichen wir die Galange de Piana. Eine bizarre Felsenlandschaft mit ihren Felsen aus rötlichem Granit, die etwa 400 Meter hoch über dem Meeresspiegel direkt an der Küste liegen und bei entsprechendem Sonnenschein rot zu glühen scheinen. Auf einer Länge von ca. 4 Kilometern durchfährt man diese außergewöhnliche Landschaft auf einer kurvenreichen und stellenweise sehr engen Straße. Vorsicht ist geboten, zumal der Bereich sehr belebt ist.
Überwältigt von den heutigen Eindrücken erreichen wir die korsische Hauptstadt Ajaccio. Wir durchqueren diese hektische Innenstadt und fahren zu unserem Hotel, welches etwas außerhalb der Stadt liegt. Obwohl die Geburtsstadt von Napoleon Bonaparte touristisch einiges zu bieten hat, lassen wir es heute ruhig angehen und genießen den Strand und das Meer. Den Tag beschließen wir gemütlich mit einem Gin Tonic und einer großartigen Aussicht auf den Golf von Ajaccio.